Hey moin, ich bin Aram von Groove Dynamics. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr 2025 und schön, dass du wieder dabei bist und zuschaust. Heute gibt es mal wieder ein Reaktionsvideo von mir und zwar reagiere ich heute auf den spanischen Drummer El Estepario Siberiano. Und wenn man da Google Translate glauben möchte, dann heißt das so viel wie die sibirische Steppe. In dem Moment, wo ich hier gerade das Video aufnehme, hat er dieselbe Anzahl an Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal wie der Kanal Drumeo. Das heißt, diese beiden Kanäle sind jetzt aktuell die am meist abonnierten Schlagzeugkanäle auf YouTube mit jeweils 4,45 Millionen Abonnenten. Das am meisten geklickte Video auf dem Kanal von Siberiano ist das Schlagzeugcover von dem Song Blinding Lights von The Weeknd. Und das möchte ich mir heute anschauen. Und hier noch ein paar harte Fakten für dich über den Song Blinding Lights von The Weeknd. Es ist aktuell jetzt der am meist gestreamte Spotify-Song mit 4,6 Milliarden Aufrufen und der erste Song, der die 4-Milliarden-Marke geknackt hat. Außerdem war er die meistverkaufte Single im Jahr 2020 weltweit. Den Song produziert und geschrieben hat der schwedische Produzent und Songwriter Max Martin, welcher für unzählige Nummer-1-Hits bekannt ist, wie zum Beispiel Baby One More Time von Britney Spears und viele andere. So, ich würde sagen, wir legen mal los. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei, weil ich da noch mal ein bisschen mehr in die Analyse gehen werde, wie es eigentlich zu diesem Internetphänomen von El Estepario Siberiano gekommen ist. Und dann gebe ich auch noch meine persönliche Einschätzung dazu ab. Okay, los geht's. So, erste kurze Pause. Es ist ja schon sehr viel passiert bis jetzt. Übrigens, ganz kurze Info am Rande. Blinding Lights hat übrigens eine sehr starke Ähnlichkeit mit dem Song Take On Me von a-ha. Also selbst das Tempo ist fast identisch. Blinding Lights hat 171 BPM und Take On Me 169 BPM. Und dann zum Beispiel, dass im Refrain die Noten lang gezogen werden und in der Strophe eben kürzer. Dann ist der Schlagzeugbeat auch noch identisch. Es ist ein Zweitakt-Schema, das heißt, im ersten Takt gibt es eine Bassdrum auf 1 und 3 und die Snare auf 2 und 4. Und im zweiten Takt kommt dann noch eine weitere Bassdrum auf der 3 und dazu. Und das ist in beiden Songs identisch. So, jetzt gibt es ja einiges hier zu sagen. Also zum Beispiel haben wir einmal sein One-Handed Roll gesehen auf der rechten Snare. Dann haben wir gesehen diesen kleinen Wirbel mit dem Rim-Click als Mini-Fill-In eingebaut in einen Groove. Kann man gar nicht so genau definieren, was das jetzt konkret ist. Und natürlich dann noch die 16. Hi-Hat, welche auch in dem Tempo echt sehr, sehr schnell gespielt wird und auch anstrengend zu spielen ist. Gut, machen wir erstmal weiter. Okay, das ist im Endeffekt dieselbe Figur, als würde er das auf der Hi-Hat spielen. Er macht nur jetzt mit den Rim-Clicks diese 16. Ist eine Orchestrierung, weil wie gesagt, er könnte es auch auf der Hi-Hat spielen, aber das ist eben eine Soundvariation in dem Fall. Jetzt wird noch das Pedal eingeblendet. Er hat auch am Anfang den Disclaimer gebracht, dass er ein spezielles Pedal spielt, wo er umschalten kann auf beide Beater. Das heißt, er spielt mit einem Single-Pedal, ja, so eine Art Double-Bass-Pedal. Das sehen wir jetzt rechts unten im Bild. Okay, nächste Pause. 16. mit 2 Sticks. Ich kenne das persönlich aus meiner Ausbildung. Da kam das irgendwann auf von irgendwelchen Kollegen,
eigentlich aber aus dem Drum-and-Bass-Bereich. Das ist viel einfacher gewesen, diese ganz schnellen Tempi mit einer Hand zu spielen, aber dann eben mit 2 Sticks. Also da konnte man dann noch schwierige Parts spielen mit der linken Hand. Also man war insgesamt unabhängiger und man musste nicht mit beiden Händen die Hi-Hat spielen, wenn man 16. Hi-Hat spielen wollte im Drum-and-Bass-Bereich. Und das kenne ich halt daher. Das ist jetzt nicht etwas, was er erfunden hat. Wie gesagt, das gab es schon vorher. Und es ist auch definitiv nicht einfach, das im Takt zu spielen. Außerdem brauchst du natürlich eine Menge an Unabhängigkeit. Erstmal diese Bewegung zu spielen mit beiden Sticks, wo du dann auch beide Sticks so greifen musst, dass sie dir nicht irgendwie aus der Hand fallen. Und dann natürlich noch die anderen Gliedmaßen dazu. Und eben alles im Takt gleichzeitig spielen zu können. Also es ist nicht einfach. Gehen wir mal weiter. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz eben zurückspulen, weil ich wissen möchte, was er jetzt mit dem zweiten Stick gemacht hat. Vielleicht hier so 10 Sekunden. Okay, man hat es ganz kurz gesehen, er hat ihn einfach fallen lassen, hat dann den oberen Stick behalten und dann ist er eben schnell zur Hi-Hat rübergegangen. Da hat man eben übrigens ganz kurz gesehen, wie er mit dem Fuß die Maschine umgeschaltet hat, damit er dann eben in diesen Dualmodus gehen kann. Da gibt es anscheinend irgendwie so einen Hebel, wo er mit dem Schuh raufgegangen ist, um dann eben umzuschalten. Okay, noch ein paar weitere Sachen. Er ist jetzt auf die Achtel-Hi-Hat gegangen. Ist ein neuer Part. Und da gab es kurz einen sogenannten Cymbal Choke, nennt sich das auf Englisch. Das heißt, er spielt das Becken und stoppt es dann sofort wieder. Ist auch ein sehr cooles Element, muss man auch ein bisschen üben, damit man das Becken eben richtig greift und sich nicht wehtut. Kann schnell passieren. Ja, bis hierhin erstmal. Also was kann man dazu sagen? Ist natürlich unfassbar krasse Performance. Seine Unabhängigkeit ist so dermaßen hoch. Da kommen, glaube ich, sehr wenige Drummer ran. Da gehört eine Menge Disziplin, Übezeit und Körperkontrolle auch dazu natürlich. Ich meine, ich muss ja die ganze Zeit mir diese Bewegung einprägen, ich muss sie üben. Und allein diese unzähligen Bewegungen, die ich parallel auch spiele. Ich meine, allein diese Hi-Hat mit 2 Sticks, also so praktisch spielt er die Hi-Hat und dann lässt er hier unten
Also einfach fallen. Er macht die Hand auf, lässt fallen und greift dann den Stick und kann dann weiterspielen. Also das ist nicht doof. Das ist schlau gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher mal gemacht habe. Wahrscheinlich ähnlich. Genau, das wäre zumindest hier schon mal die Technik. Also das wirklich tight hinzubekommen mit Bassdrum, mit Snare, mit der linken Hand, wo er dann ja auch noch mehrere Sachen spielt, also Hi-Hat und Snare, das ist schon wirklich hohes Level, definitiv ein hohes Niveau. Also ich habe so ein bisschen recherchiert, bevor ich jetzt das Video hier aufgenommen habe, und es gibt sehr geteilte Meinungen zu Siberiano. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die ihn unfassbar feiern, die sagen, das ist ein Groove-Monster. Er bezeichnet sich selber als den Groove-Father und die ihn einfach praktisch anhimmeln und sagen, er hat das Schlagzeugspielen revolutioniert. Er hat das Schlagzeugspielen komplett verändert. Also es gab sozusagen Prä-Siberiano und Post-Siberiano, wenn man so will. Die andere Fraktion sagt, ja, das sind die Videos, die dir Leute zuschicken, die nicht selber Schlagzeug spielen, aber sie wissen, dass du Schlagzeug spielst. Und das trifft es auch irgendwie so ein bisschen. Das heißt, die Leute, die nicht selber Schlagzeug spielen, sind von seinen Videos besonders fasziniert als die Leute, die eigentlich Schlagzeug spielen. Das ist sehr interessant. Also was sagt das aus? Dass eigentlich seine Videos etwas ansprechen, nämlich vielleicht mehr so den sportlichen Aspekt, den Darstellungsaspekt vom Schlagzeugspielen, als mehr die Kunst, also die Musik an sich, wenn man so will. Und das wäre jetzt auch ein bisschen meine persönliche Kritik, dass das eigentlich eher eine Kunstform ist. Es ist eine Art Sport, den er betreibt. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein, woher eigentlich Siberiano musikalisch herkommt. Anstatt dass er sich auf den Song konzentriert. Das nennt man eigentlich Overplaying. Das heißt, er spielt sehr, sehr viele Noten und es geht gar nicht mehr so richtig um den eigentlichen Song. Das ist sehr subjektiv, weil jeder empfindet Overplaying anders. Also jeder definiert da die Grenzen anders, weil es eben sehr subjektiv ist. Aber man kann so im Allgemeinen sagen, also Overplaying fängt da an, wo besonders eben die Zuhörer sich nicht mehr auf den Song konzentrieren wollen, weil der Song vom Schlagzeug dominiert wird. Also das Schlagzeug nimmt eine zu große Rolle ein, als dass es eigentlich eingebettet wird in den Song. Das heißt, der Schlagzeuger, ist jetzt ein bisschen böse gesprochen, fragt sich nicht, was kann ich für den Song tun, sondern was kann ich spielen, damit ich gut klinge. Das sind so die gewissen Unterschiede. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich diese Frage stellt, aber ich würde sagen, dass viele Schlagzeuger, die das professionell betreiben, würden sagen, ja, er betreibt Overplaying. Also das steht hier, glaube ich, außer Frage. Aber es ist eben subjektiv, wie man das selbst bewertet, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Jetzt zu seinem musikalischen Background, da macht das alles vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Er kommt aus dem Metal-Bereich. Das heißt, im Metal-Bereich spielt der Schlagzeuger generell deutlich mehr Noten als zum Beispiel jemand, der im Jazz-Bereich oder R&B-Bereich oder Rock-Bereich oder weiß der Geier Reggae-Bereich tätig ist. Das heißt, er ist schon von seinem Fokus auf das Schlagzeugspielen darauf ausgerichtet, mehr Noten zu spielen, schnell zu spielen. Das heißt, er sieht eher so den sportlichen Aspekt als mehr den sogenannten Pocket Groove. Das heißt, der Pocket Groove ist etwas, wo ich so wenig spiele, dass der Zuhörer in eine Art Trance-Effekt reinkommt. Einfach dadurch, dass der Groove so repetitiv ist, das heißt, er wiederholt sich die ganze Zeit, dass der Zuhörer sich so stark darauf einlassen kann, weil der Rhythmus eben so einfach ist.
Und das erzeugt mit der Zeit, wenn ich das jetzt zum Beispiel 10, 15 Minuten lang durchspielen würde, ein und denselben Groove, ohne jegliche große Veränderung, diesen Trance-Effekt. Und das ist bei Grooves, die sehr komplex sind, aber das können auch Töne sein, also am Bass oder an der Gitarre, das spielt gar keine Rolle. Es geht nur um die Rhythmik dabei. Das heißt, wenn diese Rhythmik so komplex ist, dass mein Kopf sie nicht verarbeiten, nicht deuten kann, dann muss ich ja ständig wieder von neu anfangen, um zu verstehen, was da eigentlich gerade gespielt wird. Das heißt, mein Kopf als auch mein Körper, wenn man so will, kann sich nicht auf etwas einstellen und dann eben auch anfangen, dazu zu tanzen, weil ich einen gewissen Rhythmus erkenne und ihn auch, ja, ich kann mich auch darauf verlassen, dass er vielleicht in den nächsten 15, 30 Sekunden meinetwegen wiederkommt. Und da entsteht eben dann dieser Trance-Effekt. Bei ihm ist es jetzt nicht so, würde ich sagen. Also er spielt ja sehr, sehr viel und ich sehe das eher als Show-Effekt, als etwas, was unfassbar viel Disziplin erfordert, sehr viel Übezeit, gar keine Frage, das ist fast dasselbe, könnte man sagen. Also allein das, finde ich, ja, kann man schon sehr respektieren. Aber es ist nicht etwas, wo ich sagen würde, er wäre jetzt, oder ich persönlich würde ihn als den Groove Father, also als den Groove Vater oder den Groove Gott bezeichnen. Das ist für mich persönlich etwas anderes. Es ist jemand, der sich so stark auf einen Song konzentrieren kann und den so ausschmücken kann, dass es eben nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Das heißt, er gibt dem Song der Dynamik besonders, wir sind ja hier bei Groove Dynamics, er gibt dem Song genau die Dynamik, die der Song braucht. Wenn der Song eine Ballade ist zum Beispiel, dann muss ich eher schwere Beats spielen, die sehr viel Raum lassen für den Gesang, weil darum geht es in einer Ballade. Das ist etwas sehr Dramatisches, vielleicht verbunden mit Liebeskummer, mit Verlust, Verzweiflung, also auf jeden Fall sehr starken Emotionen. Und wenn ich da jetzt hingehe und das also so etwas spiele, was sehr dicht ist vom Schlagzeugspielen, dann lenke ich ab. Dann lenke ich den Zuschauer ab von der Botschaft. Wenn der Song das braucht, gegen Ende hin zum Beispiel, weil die Dynamik stetig wächst und nach oben geht und immer mehr ansteigt, also zum Beispiel, da fällt mir jetzt der Song Fix You ein von Coldplay. Ja, der fängt ja sehr, sehr weich, sehr leise, sehr ruhig an, sehr melancholisch. Und immer mehr kommt sozusagen das Schlagzeug hinzu und steigert sich immer mehr, bis am Ende das Schlagzeug mit einem unfassbar starken und kräftigen Groove dann einsteigt und der ganze Song plötzlich so dermaßen aufgeht, dass der Song das dann aber auch braucht. Aber dennoch bleibt es dann eben bei diesem Song, der sehr kräftig gespielt wird, sehr laut, sehr, sehr breit, aber es bleibt dabei. Also er spielt vielleicht mal hier und da natürlich ein Fill-In am Ende des 4. Taktes zum Beispiel, um das nochmal ein bisschen zu verstärken, aber der Groove an sich bleibt im Fokus und nicht sozusagen die Subdivision zu verstärken. Das heißt, er spielt die doppelte Anzahl Noten oder er spielt es einfach voll mit Noten. Das ist es eben dann nicht. Insofern, um es jetzt zu Ende zu bringen, verstehe ich etwas anderes, wenn ich jetzt sage, das ist ein Groove-Drummer. Er ist jemand, der in der Unabhängigkeit unfassbar stark ist. Er ist jemand, der unfassbar kreativ ist, weil auf diese Ideen muss ich ja erstmal kommen. Ne, mit diesem kleinen Mini-Wirbel vom Rimclick oder ich spiele zum Beispiel mit 2 Sticks das Becken und spiele dann mit der linken Hand nebenbei auch noch dann andere Dinge. Also auf diese Ideen muss ich erstmal kommen, um einen Groove überhaupt zu kreieren. Und das, finde ich, macht ihn aus. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich und so bekannt geworden, weil wahrscheinlich er diese Grooves nimmt, diese Songs, die auch allein schon sehr erfolgreich sind,
und interpretiert sie auf seine ganz persönliche Art und Weise. Und das ist eben also für ihn auf seine Art und Weise Overplaying und eine Kunstform im sportlichen Sinne. Also als Show-Effekt. Dafür ist das unfassbar genial. Aber ich sehe es weniger als, was ich für einen Song nutzen würde. So, das war jetzt eine sehr ausführliche Analyse. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, es hat dich irgendwie inspiriert. Du konntest ein bisschen was lernen. Und ja, das war's für heute. Lass mir gerne ein Like da. Schreib mir noch in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat und was du vielleicht sonst noch für Fragen an mich hast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal auch abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Und vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch die neuen Videos nicht verpasst. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.